Hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem Deutsch-Podcast. Kennt ihr das? Ihr wollt sprechen, aber euch fehlen die Wörter? Genau darüber sprechen wir heute. Mit einfachem Deutsch aus dem Alltag. Diese Folge hilft euch, Deutsch besser zu verstehen und entspannter zu sprechen. Ich bin Markus. Und ich bin Sarah. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie ihr auf Deutsch über euch selbst sprechen könnt. Ihr lernt, wie ihr sagen könnt, wie es euch geht und was ihr im Alltag so macht. Das ist sehr wichtig, denn wenn man über sich selbst sprechen kann, fühlt man sich auf Deutsch viel sicherer. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder mit uns Deutsch lernt. Markus, wie geht es dir heute? War dein Tag eher ruhig oder stressig? Ein bisschen stressig, ehrlich gesagt. Ich habe heute Vormittag gearbeitet und hatte ein langes Gespräch mit meiner Freundin. Aber jetzt freue ich mich, hier zu sitzen und einfach mit dir zu sprechen. Das kenne ich gut. Ich habe heute viel gearbeitet. Deshalb ist es jetzt besonders schön, ein bisschen zu entspannen und mit dir und unseren Zuhörern zu reden. Ja, genau. Es fühlt sich an, als wären wir alle im selben Raum und würden ganz entspannt miteinander sprechen. Bevor wir anfangen, haben wir noch eine kleine Bitte an euch. Ja, nur eine kleine Sache für euch, aber eine große Hilfe für uns. Wenn ihr gerne mit uns Deutsch lernt, gebt dieser Folge bitte ein Like und abonniert den Kanal. So können noch mehr Deutschlernende unseren Podcast finden. Und wir freuen uns auch sehr über einen Kommentar. Ein einfacher Satz reicht völlig aus, zum Beispiel: Wie heißt du und woher kommst du? Wir freuen uns immer, unsere Zuhörer ein bisschen besser kennenzulernen. Ihr könnt uns auch gerne Themen vorschlagen, über die wir sprechen sollen. Dieser Podcast ist schließlich für euch. Und ein Kommentar ist auch eine gute Übung für euer Deutsch. Euer Gehirn wählt Wörter aus und baut einen Satz. So wird euer Deutsch Schritt für Schritt besser. Also keine Sorge, auch wenn ihr schüchtern seid. Ein kurzer Satz ist schon eine sehr gute Übung. Gut, dann lasst uns jetzt mit dem heutigen Thema beginnen. Heute möchten wir euch bei etwas helfen, das wichtig ist und manchmal auch ein bisschen Angst macht. Nämlich darüber zu sprechen, wer man ist. Viele Deutschlernende sagen uns, ich kann Fragen beantworten wie: Woher kommst du? Oder was machst du beruflich? Aber wenn jemand sagt, erzähl doch mal etwas über dich, dann ist plötzlich alles weg. Genau. Auf einmal ist der Kopf leer oder viel zu voll. Deshalb geben wir euch in dieser Folge eine einfache Struktur und viele Beispielsätze. Und Schritt für Schritt zeigen wir euch verschiedene Möglichkeiten, über die einzelnen Teile eures Lebens zu sprechen. So könnt ihr auswählen, was gut zu euch passt. Genau. Schritt für Schritt. Aber bevor wir damit anfangen, schauen wir kurz, warum diese Fähigkeit überhaupt so wichtig ist. Diese Fähigkeit ist sehr wichtig, weil ihr sie in vielen Situationen braucht. Wenn ihr neue Mitschüler trefft, neue Kollegen, eure Lehrerin, Nachbarn oder auch Freunde im Internet, kommt oft die Frage: Erzähl mir etwas über dich. Und nicht nur im Alltag, auch in Bewerbungsgesprächen, im Deutschkurs, auf Reisen oder bei Treffen wie Sprachtandems. Genau. Und in diesem Podcast geht es darum, dass ihr lernt, euch auf Deutsch vorzustellen, egal ob im Alltag, bei der Arbeit oder im Gespräch mit dem Nachbarn. Nach dieser Folge wisst ihr, wie ihr euch in verschiedenen Situationen sicher und natürlich vorstellen könnt. Ja, genau. Sich vorstellen zu können ist wirklich sehr wichtig.
Und am Ende der Folge geben wir euch noch extra Vokabular, das ihr für eure Vorstellung benutzen könnt. Also bleibt dran! Ich erinnere mich noch gut an ein Sprachtreffen, bei dem ich einmal war. Wir saßen in einem großen Kreis und die Lehrerin sagte: Jetzt stellt sich jeder kurz auf Deutsch vor. Name, Herkunft, Beruf, Hobbys. Oh ja, ich spüre den Druck schon beim Zuhören. Alle schauen dich an und warten. Genau. Und mein Turn kam immer näher, ganz langsam. In meinem Kopf habe ich immer wieder geübt: Ich heiße Sarah. Ich komme aus. Ich arbeite als. Und dann macht das Gehirn plötzlich etwas ganz anderes, oder? Ja, genau so war es. Als alle mich angeschaut haben, war mein Kopf plötzlich leer. Ich habe nur gesagt: Ich heiße Sarah. Ich mag Essen. Essen ist immer sicher. Damit liegt man fast nie falsch. Stimmt. Alle haben freundlich gelächelt. Also war es okay. Aber innerlich wusste ich, ich könnte mehr sagen, wenn ich eine klare und einfache Struktur im Kopf hätte. Dieses Gefühl kenne ich gut. Ich hatte einmal etwas Ähnliches in einem Flugzeug. Ach wirklich? Was ist passiert? Ich habe mit der Frau neben mir gesprochen. Sie fragte: Und was machst du? Erzähl doch mal etwas über dich. Und in meinem Kopf waren plötzlich ganz viele Bilder gleichzeitig. Mein Beruf, meine Hobbys, meine Familie, mein Lieblingscafé, alles auf einmal. Also kamen alle Ideen zusammen, wie in einer großen Wolke. Genau, eine große, laute Wolke. Meine Antwort war nicht klar. Ich bin von einem Thema zum nächsten gesprungen. Ja, das passiert sehr oft. Nach dem Flug habe ich gedacht, ich brauche eine kurze, vorbereitete Art, über mich zu sprechen. Etwas Ruhiges und Einfaches. Genau deshalb sagen wir: Eine Selbstvorstellung ist wie ein kleines Drehbuch über dich. Wenn du dein Drehbuch kennst, fühlst du dich ruhiger. Und denkt daran, ihr braucht kein perfektes Deutsch. Ihr braucht nur klare, einfache Sätze, die ihr auch sagen könnt, wenn ihr ein bisschen nervös seid. Bevor wir jetzt dieses kleine Drehbuch zusammenbauen, gibt es noch etwas Wichtiges. Es gibt 3 typische Situationen, in denen man sich vorstellt. 3 Situationen? Genau. Manchmal ist es informell, manchmal halbformell und manchmal sehr formell. Informell ist, wenn ihr einfach locker mit Menschen sprecht, zum Beispiel mit Freunden, Mitschülern oder mit jemandem, den ihr in einem Café oder auf einer Party trefft. Genau. Man redet, lacht vielleicht, trinkt einen Kaffee. Niemand erwartet eine lange oder ernste Vorstellung. Halb formell ist freundlich, aber auch ein bisschen professionell, zum Beispiel bei einer Konferenz, einem Treffen oder einer Veranstaltung mit Kollegen. Die Menschen sind offen und freundlich, aber ihr möchtet trotzdem höflich und etwas professionell klingen. Und formell ist, wenn alles sehr offiziell ist, zum Beispiel bei einem Bewerbungsgespräch, einem Meeting mit einer Führungsperson oder bei einem Termin im Büro oder bei einer Behörde. In diesen Situationen ist die Vorstellung immer noch einfach, aber die Worte sind vorsichtiger und höflicher. Die wichtigste Idee ist also: Spürt zuerst die Situation und wählt dann euren Stil. Genau. Wenn du mit einem Freund auf dem Sofa sitzt, sagst du wahrscheinlich nicht: Guten Tag, es freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Das klingt für ein Sofa ein bisschen zu ernst
Und bei einem Bewerbungsgespräch ist »Hey, was geht?« vielleicht auch kein guter Start. Ja, das ist besser für Freunde. Deshalb ist es wichtig, auf die Situation zu achten. Schau dir die Person an, hör zu und entscheide dann, ob du informell, halbformell oder formell sprechen möchtest. Lass uns jetzt mit dem ersten Teil jeder Vorstellung beginnen. Der Begrüßung. Genau, die Begrüßung. Das sind die allerersten Worte, die du sagst. In formellen Situationen kannst du sehr einfache und sichere Sätze benutzen, zum Beispiel Hallo, guten Morgen, guten Tag oder guten Abend. In einem Bewerbungsgespräch kannst du zum Beispiel sagen, »Guten Morgen. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für mich nehmen.« Das ist höflich, klar und nicht zu lang. In halbformellen Situationen, zum Beispiel bei neuen Kollegen, kannst du etwas lockerer sein. Du kannst sagen, »Hallo« oder einfach »Morgen« als kurze Form von »Guten Morgen«. Morgen klingt entspannt, aber immer noch höflich. In informellen Situationen, also mit Freunden oder Menschen in deinem Alter, kannst du »Hi« oder »Hey« sagen. Manche sagen auch, was geht oder wie läuft's? Aber sei vorsichtig. Wähle eine Begrüßung, die sich für dich natürlich anfühlt. Natürlich für dich, nicht nur modern oder beliebt im Internet. Wenn du ein Wort nie in deiner eigenen Sprache benutzen würdest, ist es vielleicht auch auf Deutsch nicht die beste Wahl. Eine gute Idee ist, such dir eine Begrüßung aus, die dir gefällt und übe sie. Zum Beispiel: »Hi, schön dich kennenzulernen.« Einfach, freundlich und leicht zu merken. Oder Hallo, guten Morgen. Auch das ist ruhig und freundlich. Wenn du das mit einer freundlichen Stimme sagst, ist das schon ein guter Anfang. Nach der Begrüßung kommt der nächste Schritt. Dein Name. Das kannst du ganz einfach machen. Zum Beispiel: »Ich heiße Markus.« Oder mein Name ist Sarah. Du kannst auch sagen: »Schön dich kennenzulernen. Ich heiße Markus.« Oder etwas formeller. Guten Tag. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Sarah. Sarah, wie stellst du dich normalerweise vor? Ich sage oft: »Hi, ich heiße Markus. Schön dich kennenzulernen.« Kurz und einfach. In einer lockeren Situation sage ich auch: »Hey, ich bin Markus.« In einer formellen Situation sage ich: »Hallo, mein Name ist Markus Müller. Schön, Sie kennenzulernen.« Genau. Unser erstes kleines Miniskript ist also Hi, ich heiße Sarah. Oder Hallo, mein Name ist Sarah. Schön, Sie kennenzulernen. Und natürlich müsst ihr nicht Sarah heißen. Bitte nicht alle Sarah. Da würde ich ja verrückt werden. Ersetzt einfach den Namen durch euren eigenen Namen und ihr habt schon einen guten Start für eure Vorstellung. Jetzt fügen wir den nächsten Teil hinzu. Woher du kommst und wo du lebst. Woher du kommst und wo du jetzt lebst. Sozusagen deine kleine Lebenskarte. Du kannst ganz einfach anfangen. Zum Beispiel, ich komme aus Brasilien. Oder: Ich komme aus der Türkei. Oder ich komme aus Vietnam. Wenn du auch die Stadt nennen möchtest, kannst du sagen: Ich komme aus Sao Paulo in Brasilien. Oder ich komme aus Delhi in Indien. Du kannst auch sagen: Ich komme aus Kairo in Ägypten. Oder ich komme aus Osaka in Japan. Das Muster ist immer gleich. Stadt und dann das Land.
Manchmal ist der Ort, wo man geboren wurde, nicht der Ort, wo man jetzt lebt. Dann kannst du einen etwas längeren Satz sagen. Zum Beispiel: Ich bin in einer kleinen Stadt in England geboren, aber jetzt lebe ich in Madrid. Oder: Ich komme ursprünglich aus Polen, aber ich lebe jetzt in Berlin. Du kannst auch über Zeit sprechen. Zum Beispiel: Ich lebe seit 3 Jahren in Madrid. Oder: Ich lebe seit 5 Jahren in Berlin. Wenn das zu schwierig klingt, ist das kein Problem. Du kannst es auch ganz einfach halten. Zum Beispiel: Ich komme aus Polen, ich lebe in Berlin. Oder: Ich komme aus Ägypten, ich lebe in Kairo. Das Wichtigste ist, die andere Person bekommt ein kleines Bild im Kopf, woher du kommst und wo du jetzt bist. Kein perfekter Stadtplan, sondern eine freundliche kleine Karte von deinem Leben. Nach deinem Namen und deinem Herkunftsort kommt oft die nächste Frage. Was machst du beruflich? Diese Frage hört man sehr oft. Du kannst ganz kurz antworten, zum Beispiel: Ich arbeite als Lehrer. Oder: Ich arbeite als Krankenschwester. Oder: Ich arbeite als Fahrer. Oder: Ich arbeite als Verkäuferin. Alle diese Antworten sind klar und gut verständlich. Du kannst auch etwas über die Firma oder den Bereich sagen. Zum Beispiel: Ich arbeite bei einer Telefongesellschaft im Kundenservice. Oder: Ich arbeite bei einer Bank in der IT-Abteilung. Oder: Ich arbeite in einem Krankenhaus in der Verwaltung. Manchmal möchte man den Namen der Firma nicht sagen, sondern nur den Bereich. Dann kannst du sagen: Ich arbeite im Bildungsbereich. Oder: Ich arbeite im Verkauf. Oder: Ich arbeite im Marketing. Vielleicht arbeitest du im Moment nicht, weil du studierst. Dann kannst du sagen: Ich bin Student. Ich studiere Informatik. Oder: Ich bin Studentin. Ich studiere Wirtschaft. Oder: Ich bin Student. Ich studiere Deutsch an der Universität. Ein häufiger Fehler bei der Arbeit ist die Angst vor Einfachheit. Viele Lernende denken, sie müssen im Job besonders kompliziert sprechen, um professionell zu wirken. Aber gerade bei der Arbeit sind kurze und klare Sätze sehr gut. Wenn ihr euch vorstellt, reicht oft schon: Hallo, ich bin Anna, ich arbeite im Marketing. Das klingt freundlich und professionell. Lange und komplizierte Sätze machen oft unsicher und führen zu Fehlern. Muttersprachler sprechen im Job meistens auch einfach und direkt. Einfaches Deutsch ist kein schlechtes Deutsch. Besonders bei der Arbeit ist es oft das beste Deutsch. Übrigens, während du zuhörst, kannst du überlegen, welcher Satz gut zu deinem Leben passt. Später kannst du daraus deinen eigenen Satz machen. Zum Beispiel: Ich komme aus Mexiko. Ich lebe in Madrid und ich arbeite im Verkauf. Nach dem Beruf oder dem Studium kommt oft die nächste Frage. Sie ist über Familie oder Wohnen. Ja, viele Menschen fragen: Mit wem lebst du? Oder: Lebst du mit deiner Familie? Du kannst ganz einfach antworten. Zum Beispiel: Ich lebe mit meinen Eltern. Oder: Ich lebe mit meinem Mann und 2 Kindern. Oder: Ich lebe mit meiner Frau und unserem Sohn. Wenn du allein lebst, kannst du sagen: Ich lebe allein in einer kleinen Wohnung. Oder: Ich lebe allein in einer Wohngemeinschaft. Eine Wohnung und ein Apartment sind das Gleiche.
Wenn du mit einem Freund lebst, kannst du sagen, ich teile mir eine Wohnung mit einem Freund. Oder ich lebe mit meiner Cousine in einer kleinen Wohnung in der Stadt. Manche Menschen fragen auch nach Geschwistern. Dann kannst du sagen, ich habe einen Bruder und eine Schwester. Oder ich habe 2 ältere Brüder. Oder ich habe eine jüngere Schwester. Wenn du keine Geschwister hast, kannst du sagen, ich bin Einzelkind. Das bedeutet, du hast keine Brüder oder Schwestern. Zum Beispiel könnte ich sagen, ich komme aus Polen. Ich lebe mit meinem Partner in Berlin und habe einen jüngeren Bruder. Oder ich sage, ich komme aus Großbritannien. Ich lebe mit einer Freundin in Madrid und habe eine ältere Schwester. Du siehst, das ist keine lange Geschichte. 1 oder 2 ruhige Sätze reichen völlig. Du musst nicht in den ersten 5 Minuten alles über deine Familie erzählen. Teile einfach ein kleines, freundliches Bild davon, mit wem du lebst und wer dir nahe steht. Während du zuhörst, kannst du überlegen, was für dich stimmt. Lebst du mit deinen Eltern, mit deinem Partner, mit Kindern, mit einem Freund oder allein? Und wie viele Geschwister hast du? Hast du ältere oder jüngere Geschwister oder bist du vielleicht Einzelkind? Später kannst du daraus einen Satz für dich bauen. Zum Beispiel: Ich komme aus der Türkei. Ich lebe mit meinen Eltern in Istanbul und habe einen jüngeren Bruder. Das klingt schon wie eine warme und freundliche Vorstellung. Jetzt kommen wir zu einem besonders schönen Teil: deine Hobbys und deine Freizeit. Dieser Teil hilft anderen, dich besser kennenzulernen. Man sieht ein bisschen deine Persönlichkeit. Du kannst ganz einfach anfangen. Zum Beispiel: In meiner Freizeit lese ich gern. Oder in meiner Freizeit koche ich gern. Oder wenn ich Zeit habe, gehe ich joggen. Du kannst auch sagen, ich interessiere mich sehr für Musik. Ich spiele gern Gitarre. Oder ich interessiere mich sehr fürs Wandern. Ich gehe gern in die Berge. Ein weiterer schöner Ausdruck ist, ich bin ein großer Fan von. Zum Beispiel: Ich bin ein großer Fan von Fußball. Oder ich bin ein großer Fan von Serien. Damit zeigt man oft schon, wie man seine Abende verbringt. Du kannst zum Beispiel sagen, in meiner Freizeit lese ich gern und gehe spazieren. Außerdem schaue ich gern Filme. Wenn du ein Hobby nennst, gibst du der anderen Person eine einfache Möglichkeit, weiterzufragen. Zum Beispiel: Welche Filme magst du? Oder wo gehst du gern spazieren? Manchmal kannst du auch 1 oder 2 Dinge nennen, die du magst und nicht magst. Das macht deine Vorstellung persönlicher und echter. Zum Beispiel: Ich mag Katzen und Pasta, aber ich stehe nicht gern sehr früh auf. Oder ich mag Hunde und Pizza, aber ich mag kein sehr scharfes Essen. Oder ich liebe Kaffee, aber ich mag es nicht, lange zu warten. Kleine Details wie diese zeigen deine Persönlichkeit, nicht nur Fakten. Und wenn wir schon beim Alltag sind, viele Menschen fragen auch nach deinem Tag. Stimmt. Man hört oft Fragen wie sieht ein normaler Tag bei dir aus? Oder was machst du unter der Woche? Du musst nicht jede Stunde erklären. Du schreibst kein Tagebuch. Es reicht, den Rhythmus deines Tages mit 2 oder 3 einfachen Dingen zu zeigen.
Du kannst zum Beispiel anfangen mit: Unter der Woche stehe ich normalerweise oder am Morgen mache ich meistens. Zum Beispiel: Unter der Woche stehe ich um 7 Uhr auf, frühstücke und gehe zur Arbeit. Oder am Morgen trinke ich normalerweise Kaffee, schaue kurz aufs Handy und beginne um 9 Uhr zu arbeiten. Wenn du möchtest, kannst du auch sagen: Nach der Arbeit lerne ich oft 20 Minuten Deutsch. Oder am Abend esse ich mit meiner Familie und schaue dann eine Serie. Wenn ein Lehrer fragt: Erzähl etwas über deinen Tag, reichen 1 oder 2 solcher Sätze völlig aus. Das ist klar und gut verständlich. Später kannst du deine eigene Version bauen. Morgen, Arbeit oder Studium und Abend. Zum Beispiel: Unter der Woche stehe ich um 6:30 auf, gehe zur Arbeit und lerne am Abend Deutsch. Nach dem Alltag möchten manche Menschen mehr über dich als Person wissen. Nicht nur, was du machst, sondern wie du bist. Sie fragen vielleicht: Bist du eher ruhig oder gesprächig? Oder: Wie würdest du dich beschreiben? Dann kannst du einfache Adjektive benutzen, zum Beispiel freundlich, ruhig, schüchtern, gesprächig, neugierig, geduldig, fleißig oder kreativ. Zum Beispiel: Ich bin eine freundliche und neugierige Person. Oder am Anfang bin ich etwas schüchtern, aber wenn ich mich wohlfühle, rede ich gern. Du kannst auch sagen: Ich bin meistens ruhig, aber ich werde schnell begeistert, wenn ich über Dinge spreche, die ich mag. Manchmal ist es auch einfacher, die Worte von anderen zu benutzen. Zum Beispiel: Meine Freunde sagen, ich bin geduldig und fleißig. Oder die Leute sagen, ich bin freundlich und offen. Stell dir vor, du sitzt mit einem neuen Kollegen beim Kaffee und er fragt: Bist du eher ruhig oder eher gesprächig? Du kannst antworten: Am Anfang bin ich ruhig, aber später rede ich viel. Oder: Ich bin freundlich und lerne gern neue Menschen kennen. So bekommt die andere Person ein klares und einfaches Bild von dir. Während du zuhörst, kannst du überlegen: Welche 2 Adjektive passen zu mir? Zum Beispiel: Ich bin ruhig und fleißig. Oder: Ich bin am Anfang schüchtern, aber später sehr gesprächig. Manchmal geht das Gespräch dann weiter und Menschen fragen nach deiner Zukunft. Das passiert oft, wenn man sich schon etwas besser kennt. Zum Beispiel: Was sind deine Pläne? Oder warum lernst du Deutsch? Du brauchst keinen perfekten Plan für dein Leben. Eine kleine, ehrliche Idee reicht. Du kannst anfangen mit: In Zukunft möchte ich oder mein Ziel ist es oder einer meiner Träume ist es. Zum Beispiel: In Zukunft möchte ich mehr reisen und andere Länder besuchen. Oder mein Ziel ist es, sicherer Deutsch zu sprechen und es bei der Arbeit zu benutzen. Oder: Einer meiner Träume ist es, ein eigenes Unternehmen zu haben. Oder in Zukunft möchte ich eine Zeit lang in einem anderen Land leben. Wenn dein Deutschlehrer fragt: Warum lernst du Deutsch? Kannst du sagen: Mein Ziel ist es, Deutsch im Beruf zu benutzen. Oder ich möchte in Zukunft in einem anderen Land arbeiten. Deshalb lerne ich Deutsch. Ein solcher Satz zeigt schon deine Richtung und deine Motivation.
Jetzt haben wir viele Teile gesammelt. Begrüßung, Name, Herkunft, Wohnort, Familie, Beruf oder Studium, Alltag, Hobbys, Persönlichkeit und Zukunft. Schritt für Schritt kannst du dir ein paar dieser Teile aussuchen und daraus dein eigenes kleines Miniskript bauen. Eine kleine Geschichte über dich. Gleich geben wir euch unsere eigenen Vorstellungen als längere Beispiele, damit ihr hört, wie alles zusammenklingt. Während ihr zuhört, könnt ihr schon euer eigenes Miniskript im Kopf bauen. Jetzt setzen wir alles zu einer kurzen Vorstellung zusammen. Zuerst eine einfache Version. Hallo, ich heiße Sarah. Ich komme aus Polen und lebe in Berlin. Ich arbeite im Bildungsbereich. In meiner Freizeit schaue ich gern Filme und gehe spazieren. Das ist klar und reicht völlig aus. Noch ein Beispiel. Hallo, mein Name ist Markus. Ich komme aus Großbritannien und lebe in Madrid. Ich arbeite im Bildungsbereich. In meiner Freizeit gehe ich gern ins Fitnessstudio und spiele Videospiele. Du siehst, wir sagen nicht alles, nur ein paar wichtige Dinge. Jetzt teilen wir unsere eigenen längeren Vorstellungen als Beispiele. Das ist eine kleine Challenge für euch. Hört genau zu und schaut, wie viel ihr versteht. Schreibt uns danach gerne in die Kommentare, ob es gut geklappt hat und was ihr verstanden habt. Mein Name ist Markus. Ich komme aus Polen und lebe in Berlin. Ich arbeite im Bildungsbereich und mache Podcasts. Ich lebe mit meiner Partnerin in einer kleinen Wohnung und habe einen jüngeren Bruder in Polen. In meiner Freizeit schaue ich gern Filme, lese Bücher und gehe mit einem Kaffee spazieren. Unter der Woche beginne ich den Tag mit Tee, bereite meine Arbeit vor und arbeite am Nachmittag mit Lernenden. Ich bin meistens ruhig und freundlich und werde gesprächiger, wenn ich mich wohlfühle. In Zukunft möchte ich noch mehr Menschen helfen, sicher Deutsch zu sprechen und dabei mehr reisen. Das gibt ein sehr schönes Bild von deinem Leben. Sarah. Ja, und genau so haben wir uns auch kennengelernt. Markus war ruhig, ich war ein bisschen zu gesprächig und wir haben beide Kaffee in der Hand gehabt. Eigentlich wollten wir nur kurz Hallo sagen, aber dann haben wir fast eine Stunde über Sprachen, Lernen und das Leben geredet. Markus hat viel zugehört, ich habe viel gesprochen, eine gute Kombination. Am Ende haben wir gemerkt, dass wir beide gern Deutsch erklären und Dinge einfach machen wollen. Und ein paar Kaffees später ist dann dieser Podcast entstanden. Ja, stimmt. Daran kann ich mich noch genau erinnern. Okay, Sarah. Jetzt bist du dran. Mein Name ist Sarah. Ich komme aus Großbritannien und lebe in Madrid. Ich arbeite als Deutschlehrerin und erstelle Lerninhalte. Ich lebe mit einer Freundin zusammen, meine Familie lebt in einer kleinen Stadt. In meiner Freizeit gehe ich gern ins Fitnessstudio, schaue Fußball und spiele Videospiele. Unter der Woche stehe ich gegen 7 Uhr auf, trinke Kaffee, arbeite tagsüber und gehe am Abend zum Sport. Ich bin neugierig und geduldig und andere sagen, ich bin freundlich. In Zukunft möchte ich mehr Online-Kurse erstellen und vielleicht für eine Zeit in einem anderen Land leben. Jetzt kennt ihr auch uns ein bisschen besser. Was könnt ihr heute nach dieser Folge machen? Schritt 1. Wählt einen einfachen Satz für jeden Teil aus. Begrüßung, Name, Herkunft, Wohnort, Beruf oder Studium und ein Hobby. Schritt 2.
Sprecht eure Vorstellung laut. Vor dem Spiegel, beim Abwasch oder beim Spazierengehen. Schritt 3. Schreibt eure Vorstellung in die Kommentare. Wenn ihr schreibt, arbeitet euer Gehirn intensiver. Ihr seht die Wörter und versteht die Struktur besser. Und vielleicht liest ein anderer Lernender euren Kommentar und denkt, mir geht es genauso. Dann übt ihr nicht nur Deutsch, sondern helft auch jemandem. Unsere Frage an euch ist, könnt ihr euch in 2 oder 3 Sätzen auf Deutsch vorstellen? Macht euch keinen Stress. Es geht nicht um Perfektion, sondern um Klarheit und Freundlichkeit. Danke, dass ihr diese Zeit mit uns verbracht habt. Ihr habt sie gut genutzt. Wir sind sehr stolz auf euch. Das war unser Deutsch-Podcast mit Markus und Sarah. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören und konntet ein paar neue Wörter und Ideen mitnehmen. Denkt daran, sich auf Deutsch vorzustellen muss nicht kompliziert sein. Kurze, einfache Sätze sind völlig in Ordnung und klingen oft am natürlichsten. Genau. Übt weiter, bleibt dran und traut euch, über euch selbst zu sprechen. Ob bei der Arbeit, im Alltag oder beim Kennenlernen neuer Menschen, ihr könnt das Schritt für Schritt lernen. Wenn euch diese Folge geholfen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr den Podcast liked oder abonniert, damit ihr keine neuen Folgen verpasst. Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat und ob ihr alles verstanden habt. Vielleicht möchtet ihr sogar eure eigene kurze Vorstellung auf Deutsch schreiben. Das ist eine super Übung. Und wenn ihr jemanden kennt, der gerade Deutsch lernt, teilt den Podcast gern mit dieser Person. Zusammen lernt es sich oft leichter. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Mitlernen. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg beim Deutschsprechen. Tschüss und bis bald.